Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Jüdischen Museums, liebe Gäste, liebe Birgit Hoffmann, lieber Gerd Rosenthal, liebe Adriana Altaras, lieber Reinhard Stein. Ich bin Julia Friedrich, die Direktorin der Sammlungen und Ausstellungen des Jüdischen Museums in Berlin hier, und ich heiße Sie alle herzlich willkommen bei uns. Heute, am 2. April, feiern wir Hans Rosenthals 100. Geburtstag. Das ist ein besonderer Tag und ich habe den Eindruck, ich würde die Bedeutung dieses Tages herabsetzen, wenn ich nun anfinge, Ihnen zu erklären, wer Hans Rosenthal war. Sie wissen das, und selbst wenn unter Ihnen ein jüngerer Mensch sein sollte, der es nicht weiß, so will ich ihm oder ihr nur sagen, Sie leben in einem Land und Sie sind heute in einem Museum, das ohne Rosenthal ein anderes wäre. Hans Rosenthal war der bekannteste Jude dieses Landes. Für viele Deutsche war er sogar der einzige Jude, den sie kannten. Sie liebten seine Fernsehshow Dalli Dalli, sie liebten ihn und sie wussten, dass er Jude war. Dass damit nicht alles gesagt ist, können Sie sich denken. Rosenthal hat die Shoah überlebt. Er hat im Land der Täter gelebt und hier hat er Fernsehen und Radio gemacht, fröhliche, spannende Unterhaltungsshows. Es zog sich also ein schmerzlicher Widerspruch durch dieses Leben. Schon der Titel von Rosenthals Erinnerungen deutet es an. 2 Leben in Deutschland. Das Leben im Untergrund, in Nazi-Deutschland, im Gegensatz zum öffentlichen Leben danach als Prominenter in der Bundesrepublik. Der Widerspruch steckt aber auch in jedem einzelnen dieser beiden Leben. Rosenthal überlebte die Nazi-Herrschaft, weil ihn nichtjüdische Bekannte seiner Familie versteckten und versorgten. Und in der Bundesrepublik, in der er Millionen Menschen Freude machte, mussten ihm die Verbrechen doch immer präsent bleiben. Die Dokumentarfilmerin Regina Schilling, die heute auch hier ist und die ich ebenfalls herzlich begrüße, hat in einem Artikel zu Rosenthals Geburtstag darauf hingewiesen. Sie schrieb: Ehemalige SS-Männer, Mitläufer, NS-Filmgrößen traten bei Dalli Dalli auf. Es kam vor, dass ein Rateteam aus einem alten Nazi und einer jüdischen Überlebenden bestand. Dieser Widerspruch in Rosenthals Leben spiegelt einen Widerspruch deutsch-jüdischen Lebens überhaupt. Auch darin liegt Rosenthals Bedeutung für dieses Land, für die Deutschen wie für die Juden. Als Jüdisches Museum Berlin sind wir nicht nur dankbar, wir begreifen es auch als einen Auftrag, dass uns seine Kinder Birgit Hoffmann und Gerd Rosenthal den Nachlass anvertraut haben. Die Freude, die Rosenthal dem Land schenkte, ist darin ebenso dokumentiert wie sein Leben als deutscher Jude, als Überlebender und auch als Hassfigur deutscher Antisemiten. Die Arbeit für Rundfunk und Fernsehen ebenso wie das Engagement für den Zentralrat der Juden. Es gehört zu diesen Widersprüchen, dass wir uns heute freuen und Hans Rosenthals 100. Geburtstag feiern und im selben Zug daran erinnern, dass sein Bruder Gerd wenige Wochen nach seinem 10. Geburtstag ermordet worden ist. Die Trauer um Gerd hat Rosenthal nie verwunden und als Traudl und er einen Sohn bekamen, haben sie ihn Gerd genannt. Gerd Rosenthal und Birgit Hoffmann samt ihren Familien sind heute hier. Dafür sind wir dankbar und ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr uns das freut. Es freut uns auch, dass ein langjähriger Begleiter, Freund und Mitarbeiter, der Moderator Reinhard Stein, heute zu uns gekommen ist. Mit ihm und den Kindern Gerd und Birgit wollen wir heute sprechen, um Hans Rosenthal zu feiern und uns an ihn zu erinnern. Herzlich begrüßen und danken möchte ich auch Adriana Altaras, die unser Geburtstagsgespräch moderieren wird. Sie ist Schauspielerin, Regisseurin und Autorin. Der Verlag Quadriga hat soeben eine Neuausgabe von Rosenthals 2 Leben in Deutschland herausgebracht
und Adriana Alteras hat das Vorwort geschrieben. Zunächst aber wird Ihnen meine Kollegin Theresia Zier, Kuratorin für Fotografie hier am Jüdischen Museum, einen Einblick in die Hans-Rosenthal-Sammlung geben. Also in den bedeutenden Nachlass, den die Familie unserem Museum anvertraut hat. Sie werden eine Ahnung, und zwar eine fundierte Ahnung, davon bekommen, was sich aus diesem Bestand über Rosenthal, über sein Schaffen, über seine zwei Leben in diesem Land erfahren lässt. Ich danke auch allen meinen Kolleginnen hier vom Jüdischen Museum, aus der Veranstaltungsabteilung und aus der Akademie, die diesen Abend hier für uns heute vorbereitet haben und durchgeführt haben bzw. durchführen werden. Und nun, liebe Theresia, übergebe ich dir das Wort. Sie werden von mir, Sie haben es gehört, mehr erfahren über die Sammlung. Und Sie sehen hier schon erste Fotos, die Teil der Sammlung sind. Ich möchte aber trotzdem starten mit ein paar Informationen zur Biografie. Als Hans Rosenthal am 25. April 1945 in Berlin befreit wurde, war er 20 Jahre alt. Als einziger seiner Familie hatte er überlebt. Der Vater starb 1937 an einem Nierenleiden, kurz nachdem ihn die Deutsche Bank entlassen hatte, weil er jüdisch war. Die Mutter erlag 1941 einer Krebserkrankung und Gerd, Hans Rosenthals 7 Jahre jüngerer Bruder, wurde 1942 aus einem jüdischen Waisenhaus deportiert und ermordet. Hans Rosenthal hatte Glück. Der Deportation entging er mehrmals. Nach einer kurzen Zeit in einem Ausbildungslager für die Einwanderung nach Palästina musste er Zwangsarbeit leisten. Von 1943 bis 1945 konnte er im Versteck in einer Gartenlaube in Berlin-Lichtenberg überleben, durch die Hilfe von 3 nichtjüdischen Berlinerinnen. Nur bei den nächtlichen Bombenangriffen, wenn die anderen Schutz in den Bunkern suchten, konnte er die Laube verlassen und fühlte sich kurzzeitig sicher und frei. Im Versteck wurde ein kleines Radio für ihn die Verbindung zur Außenwelt. Damit hörte er Goebbels-Reden, Wehrmachtsberichte und, wenn es die Frequenz erlaubte, auch manchmal deutschsprachige Sendungen der BBC. Unmittelbar nach seiner Befreiung im Sommer 1945 ging Hans Rosenthal mit dem Wunsch, sich in einem freien Medium einzubringen, zum Berliner Rundfunk und begann eine Ausbildung zum Regieassistenten. 1948 wechselte er zum RIAS Berlin, dem Rundfunk im amerikanischen Sektor, und gestaltete in den 1950er und 60er Jahren eine Vielzahl von Unterhaltungs- und Ratesendungen. Mit der Quizshow Dalli Dalli, die er von 1971 bis 1986 moderierte, begeisterte er ein Millionenpublikum und wurde einer der beliebtesten Showmaster der Deutschen. In der Sammlung des Jüdischen Museums Berlin befinden sich zahlreiche Objekte zu Hans Rosenthal, die Birgit Hofmann und Gerd Rosenthal dem Museum als Schenkung übergaben. Es sind unzählige Fotografien, Dokumente und einige dreidimensionale Objekte. Der Großteil der Dokumente stammt aus der Zeit von 1945 bis in die 1960er Jahren. Neben beruflichen Papieren bilden private Korrespondenzen einen Schwerpunkt. Hunderte Fotografien zeigen Rosenthal privat, beim Sport und bei zahlreichen öffentlichen Auftritten und Fernsehaufnahmen. Weitere Dokumente und Fotografien betreffen sein Engagement für die jüdische Gemeinde Berlin und den Zentralrat der Juden in Deutschland. Und jetzt möchte ich gerne mit Ihnen allen einen Blick in die Sammlung werfen. Ein großer Schatz sind 18 Terminkalender von 1947 bis 67. Darin notierte Hans Rosenthal seine täglichen Termine und Erledigungen. Dort finden sich Hinweise auf unterschiedliche Aspekte seines Lebens. Rosenthal als erfolgreicher Radio- und Fernseh-Entertainer, als Holocaust-Überlebender, als Jude in der BRD, aber auch als private Person und Familienvater. Im Kalender aus dem Jahr 1947 notierte er am 13. Juli 15 Uhr Sportfest Grunewald. Bei diesem Sportfest gewann Hans Rosenthal einen 800-Meter-Lauf für den jüdischen Sportverein HKA.
Dieser für ihn sicherlich nicht unbedeutende Augenblick ist auf der Fotografie links abgebildet. Rechts daneben ist die Fußballmannschaft des Rias 1948 zu sehen. Der zweite von rechts ist Hans Rosenthal. Unter den zahlreichen Fotos befindet sich auch diese Aufnahme einer Autogrammstunde und dazu passend die rechts abgebildeten Autogrammkarten, die zum Teil schon handschriftlich unterschrieben waren. Auch von Hans Rosenthals populärster Fernsehsendung Dalli Dalli gibt es viele Fotografien in der Sammlung. Hier ein Porträt von ihm mit der berühmten Wabenwand im Hintergrund. In der Sammlung enthalten sind aber auch einige private Fotos, wie ein Porträt der Hochzeit von Traudl und Hans Rosenthal am 30. August 1947. Traudl lieh sich ein weißes Kleid mit Brautschleier von einer Freundin und Hans einen Smoking und Zylinder in einem Kostümverleih. Erst Anfang 1947 konnte er aus der Gartenlaube zu Traudl und ihren Eltern ziehen. Nach der Hochzeit bezogen die beiden ihre erste gemeinsame Zwei-Zimmer-Wohnung, die sie sich mit einer Untermieterin teilen mussten. Zahlreiche Auszeichnungen, die Hans Rosenthal im Laufe seines Lebens verliehen wurden, sind ebenfalls Teil der Sammlung. Hier sehen Sie eine kleine Auswahl. Den Bambi von 1973, das Goldene Mikrofon von 1974 und die Goldene Kamera von 1984. 1972 wurde ihm darüber hinaus das Bundesverdienstkreuz verliehen und 1983 das Bundesverdienstkreuz erste Klasse. Unter den vielen Dokumenten finden sich folgende zwei Ausweise. Zum einen Hans Rosenthals Berliner Rundfunkausweis, zum anderen sein Ausweis für vom Nationalsozialismus politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, datiert auf den 17. Mai 1974. 1949 unterteilte er einen selbstverfassten Lebenslauf in einen allgemeinen und politischen Teil. Am Ende schreibt er: Politisch kann ich von mir nur erzählen, dass ich als Volljude den Stern trug und von 43 bis 45 mich vor den Nazis versteckt hielt. Wie schwer dieses ist, brauche ich hier nicht zu schildern. Fast alle meine Verwandten wurden vergast oder kamen in Konzentrationslagern um, so dass ich außer 2 Großtanten keine Verwandten mehr in Deutschland habe. Diese Mappe mit der Aufschrift Antisemitische Äußerungen, in Klammern auch amtlich, wurde von Hans Rosenthal selbst angelegt. Darin sammelte und dokumentierte er Anfeindungen, denen er als jüdische Person in der Öffentlichkeit bis zu seinem Tod 1987 ausgesetzt war. In einem weiteren Dokument vom März 1947 wandte sich Hans Rosenthal an das Wirtschaftsamt Berlin-Spandau und beantragte einen Bezugsschein für einen Radioapparat. Er argumentierte zum einen damit, dass ein solcher Apparat für ihn, da er im Berliner Rundfunk beschäftigt ist, arbeitsnotwendig sei, zum anderen aber auch damit, dass man seinen Eltern seinerzeit den Apparat abgenommen hatte. Diese 2 Bereiche seines Lebens als Holocaust-Überlebender und Radio- und Fernsehikone beschrieb er in seiner 1980 veröffentlichten Autobiografie »2 Leben in Deutschland«. Damit wurde er auch zum Zeitzeugen, der über seine Perspektive als Jude in Deutschland Auskunft gab. Für uns als Jüdisches Museum ist besonders Hans Rosenthals Doppelrolle als öffentliche Person und Holocaust-Überlebender interessant. Interessant ist aber auch seine Bedeutung für Jüdinnen und Juden in Deutschland und über Deutschland hinaus. Schon 1973 bezeichnete ihn die New Yorker Emigrantenzeitung Aufbau als eine der interessantesten Persönlichkeiten des Judentums im heutigen Deutschland. 1986 schrieb der Filmproduzent Arthur Brauner in einem Brief an Rosenthal, die jüdische Gemeinschaft in Berlin ist stolz auf sie. Und Heinz Galinski, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde zu Berlin, würdigte ihn 1987 als einen der besten Botschafter des Judentums. Schließen möchte ich mit einem großen, herzlichen Dankeschön an Frau Hofmann und Herrn Rosenthal,
Durch die umfangreiche Sammlung Ihres Vaters, die Sie uns anvertraut haben, geben Sie uns die Möglichkeit, die Objekte für die Zukunft zu bewahren und sie Interessierten zugänglich zu machen. Dabei möchten wir Hans Rosenthals Biografie und seine Rolle in der Gesellschaft besonders aus einer jüdischen Perspektive herausarbeiten. Vielen Dank. Ich habe wirklich weder Kosten noch Mühen gescheut, mich in die Reihe von meinem Idol. Wir haben eine Veranstaltung schon bei der Lit Cologne gehabt und man hat mich als Fangirl bezeichnet. Das hat folgenden Grund. Mein Vater, meine Mutter und ich haben jeden Donnerstag, beziehungsweise nicht donnerstags, weil ich im Internat war, also am Wochenende die Sendung geschaut, im Bademantel frisch gebadet. Ist schon wichtig, diese Plastikbademäntel. Und mein Vater hat wirklich immer gesagt, schau Adriana, wenn man so klein ist, so hoch in die Luft springen kann und als Jude das alles machen darf in Deutschland, da können wir doch hier bleiben, uns passiert hier nichts. Also ich finde, die Argumente sind schlagend. So, aber ich möchte mit etwas ganz anderem anfangen, bevor wir seriös werden. Ich habe ein Quiz mitgebracht. Yes! Oder? Ja, weil ich dachte mir, also wirklich, es ist ein Geburtstag, es ist kein Trauertag. Also, ich wende mich damit sehr ernsthaft an dich, Birgit, weil Birgit nämlich immer in ein Kneipenquiz geht und ich kenne die Betreiber. Also habe ich mich an sie gewendet und habe gesagt, gebt mir was. Dann haben die gesucht und haben gesagt, Mensch, Birgit kennt alles, ich versuch's mal. Wie nennt, ich habe 2 ausgesucht, ja? Sie können mitraten, aber wehe, Sie schreien's rein. Wie nennt sich die Wolkenform, wenn es sich um eine reine Eiswolke handelt, die sich in großer Höhe befindet und die wegen ihres Aussehens auch Federwolken genannt werden? Wir meinen also die Wolken, es ist schwer, die als leuchtend weiße, zarte Fäden oder schmale Bänder mit einem seidigen Schimmer erscheinen, deren Ränder meist durch die Höhenwinde ausgefranst sind und deren Name sich von der lateinischen Haarlocke oder Franse ableitet. Ich habe das Schwerste genommen, was ging. Ha! Ja, das stimmt. Das stimmt. Cirrus. Cirrus, ja. Ihr müsst das Mikro nehmen. Sag's nochmal. Cirrus. Das ist doch nicht zu fassen, oder? Also, damit erübrigt sich eigentlich auch die Frage, habt ihr zu Hause gespielt? Ja, wir haben gespielt auch. Und auch schon auf den Kindergeburtstagen, als ich nochmal zurückgedacht habe. Es gibt noch so ein Bild von meinem 10. Geburtstag, glaube ich. Da musste ich als Quizmeisterin irgendwie meine Freunde befragen. Und mein Vater hat mir ein Mikrofon mitgebracht und dieses Bild gibt es eben. Und da stehe ich da und frage meine Freunde und veranstalte Quiz mit denen, schon als Kind. Toll, das ist also praktisch genetisch. Vielleicht, ja. Und du auch, Gerd? Mir blieb das erspart. Ja, nein, das hab ich nicht. Ich höre es auch zum ersten Mal. Da war ich noch sehr klein. Ich habe noch was, aber das machen wir nachher. Aber ich habe wirklich das Schwerste genommen und habe gedacht, das kann sie nicht wissen. Jetzt habt ihr ja so einen Marathon. Also ich finde es ja toll, dass Hans Rosenthal so gefeiert wird die letzten Tage. Ihr habt ja einen Marathon hinter euch an Zeitungen, Interviews und so. Gibt es etwas, was nicht gefragt wurde? Weil das würde mich mal interessieren. Also. Schuhgröße? Ja, zum Beispiel. Ja, nämlich? 40. Schuhgröße, Ja. 40. Die 40, sehr So kleine Füße. Ich habe noch Schuhe von ihm gehabt, Sportschuhe, die habe ich noch getragen hinterher. Na gut, ich meine, es heißt ja nichts, wenn man klein ist. Man kann ja trotzdem und die Füße hochspringen. Ja. Ne? Reinhard, Sie haben... Wir haben beschlossen, uns zu duzen, weil wir praktisch schon fast Familie sind. Aber wir kennen uns noch nicht. Reinhard, Sie haben bei Hans Rosenthal gearbeitet. Ich weiß nicht, wie alt Sie waren. 12 oder so, als Sie angefangen haben?
So war das Gefühl, weil alle anderen waren eine Generation über mir. Aber bei mir hat es angefangen, ich komme überhaupt nicht aus irgendeiner Rundfunkfamilie. Ich bin Wilhelmshavener. Das heißt noch kein Argument. Ja, wir kommen gleich drauf. Wir hatten mehrere Radioapparate, aber noch keinen Fernseher zu Hause. Und dementsprechend habe ich schon als Schüler sehr viele Radio-Quiz-Sendungen gehört. Und was mir besonders imponiert hat, war Allein gegen alle. Dieses Städtespiel, ein Hörer stellt 5 Fragen an alle Einwohner einer Stadt. Und als die Fragen dann leichter wurden, habe ich gedacht, das kann ich auch, schickte ein und bekam eines Tages dann die Mitteilung, wenn Sie wollen, können Sie mitwirken an der nächsten Sendung. Das war dann im Dezember 1966, da war ich 17, bin mit meiner Mutter mit der Eisenbahn von Wilhelmshaven nach Baden-Baden gefahren. Das war eine Tagestour, aber wir waren pünktlich. Und dementsprechend kam ich dann da an. Ich weiß noch genau, 20 Uhr war die Live-Sendung, 6 ARD-Sender waren beteiligt und in diesem Vorgespräch fragte er mich als 17-Jährigen, ja, Sie gehen noch zur Schule, was wollen Sie denn hinterher machen? Und ich war völlig unüberlegt und sagte dann, Herr Rosenthal, das, was Sie machen, würde mich auch interessieren. Und da hat er gesagt, bleiben Sie gleich hier. Moment, dann kam die Runde, ich hatte Glück, ich gewann dieses Spiel und nach der Sendung kam er zu mir an und sagte, wenn du willst, kannst du bei mir mitmachen. Schon geduzt. Ja. Sehr schön. Also das muss gut gewesen sein, ne? Das hat wunderbar gespielt. Nur mein Vater sagt, du kannst doch nicht die Schule abbrechen. Du musst also jetzt die Schule zu Ende machen und dann musst du studieren. Und ich habe das dann erst Jahrzehnte später durch Frau Rosenthal erfahren, dass er dann wohl zu meinem Vater gefahren ist, von Berlin nach Wilhelmshaven und hat meinen Vater überzeugt, dass das seriös ist, wenn man beim Radio arbeitet und dass das nicht irgendwie eine Anstellung bei einem Zirkusunternehmen ist. Und so ist aus dieser Zeit sind dann fast 20 Jahre geworden bis zu der letzten gemeinsamen Sendung. Das ist beeindruckend, wirklich toll. Ich habe eine Frage, die habe ich euch bei der Lied Cologne schon gestellt, aber noch nicht ausgiebig beantwortet bekommen. Das Radiogerät, ne? Worum er ja hier auch bittet. Nochmal, ist das der Schlüssel gewesen, dass er Radiomoderator wurde? Gerd? Ja, unbedingt. Also es war ja so, dass er versteckt war und zur Außenwelt nur Kontakt hatte oder hörte nur, was passierte, durch einen kleinen Detektor. Das ist ein Radiogerät, was ohne Strom funktioniert. Und wie kann das so funktionieren? Kann mir das mal einer erklären kurz? Ich nicht. Warum nicht? Also jetzt. Ich kann es auch nicht erklären. Okay, gut. Mit dem Kopfhörer, also gehen wir weiter. Vielleicht nachher jemand. Und er hat gesagt, also da waren die ganzen Reden der Nazis halt zu hören, er hat gesagt, wenn ich überlebe, möchte ich zum Rundfunk gehen und allen Leuten zeigen, dass wir Juden nicht anders sind als alle anderen. Und das war seine Motivation. Und als er die Möglichkeit hatte, als der Krieg zu Ende war, ist er als erstes zum Rundfunk gegangen und hat gesagt, ich möchte hier arbeiten. Und das hat ja geklappt. Also in seinen Memoiren, das Buch ist übrigens sehr lesenswert. Und man hat ja praktisch in einem Buch 2 Leben. Ne, sonst kauft man ja ein Buch und hat nur 1. Und hier haben sie praktisch gleich 2, also 2 für einen Preis. Da beschreibt er übrigens, dass er 7 Leben hatte. 7-mal ist er dem Tod entkommen. Also wie eine Katze. Und das finde ich sehr rührend. Das Buch ist wirklich sehr rührend. Und da beschreibt er auch, wie er Rabotny gesagt hat, um Arbeit zu bekommen. Ja, also er war beim Sender, hat dann Rabotti gesagt, dass er dort arbeiten möchte und er wurde auch gleich angenommen und kam dann in die Materialverwaltung. Das heißt, wenn jemand Bleistifte brauchte, hat er die herausgegeben oder wenn Papier gebraucht wurde, wurde es rausgegeben. Das hat er 24 Stunden ausgehalten, ne? Ja, dann ist er wieder zu dem Herrn gegangen und gesagt, er hat sich das irgendwie anders vorgestellt beim Rundfunk und er kam dann aber immer noch nicht ins Programm. Was war das Nächste, was er dann gemacht hat dort im Sender? Er war irgendwie Mädchen für alles da. Aber, er hatte doch ein Fahrrad. Das war das Wichtigste. Er hatte ein Fahrrad und damit konnte er die Ergebnisse von den diversen Spielen holen. Nein? Du bist sehr gut informiert. Ich bin sehr gut informiert. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr immer bei mir anrufen. Also jetzt nicht bei Quiz-Sachen. Ja, aber zum einen hatte die Spiele, wenn irgendwelche Sportveranstaltungen waren, die Ergebnisse sehr schnell dann wieder in den Sender bringen können mit seinem Fahrrad. Und er konnte auch
Künstler später, die irgendwie gebraucht wurden bei Veranstaltungen, abholen. Das ist ein sehr wichtiges Detail, weil er hat zusammen mit Kurt Flato, den man hier vielleicht noch kennt, und Horst Pillau in leerstehenden Kinos beziehungsweise nach der Abendveranstaltung noch Veranstaltungen gemacht. Es war rappenvoll da. Und was ich gelesen habe, ist, dass die Texte ganz schön anarchisch waren und ganz schön frech. Das kann man sich erstmal so gar nicht vorstellen. Man sieht ihn ja erstmal als sanften Menschen. Er war immer ein politischer Mensch. Also er hat immer viele Tageszeitungen gelesen und sich eben auch im Rundfunk informiert. Und ich glaube, er hat ziemlich deutlich Stellung bezogen. Und ich glaube sogar, sein Wunsch war, ein politischer Journalist zu werden und nicht unbedingt in die Unterhaltungsabteilung zu kommen. Das war dann Zufall, der ihn dahin gebracht hat. Und dann war er auch nicht unglücklich damit. Aber er hat ja immer gerne gespielt. Aber das Politische hat ihn schon immer interessiert. Ich finde ja, dass er nicht nur gerne gespielt hat, sondern er hat ja auch sehr gerne Freundlichkeit und Liebe verbreitet. Also momentan gibt es ja einen Film, den wir sehen können, der mit dem gleichnamigen Namen Rosenthal heißt, also sehr interessanter Name. Und zu sehen in der Mediathek wird aber jetzt, glaube ich, jetzt erst gesendet. Ne? Und am nächsten Montag, ja. Genau. Und da gehen die Meinungen auseinander. Der Film ist sehr schön, ich finde ihn großartig, aber viele sagen, Hans Rosenthal hat immer versucht, der beliebteste Jude Deutschlands zu sein. Was sagt ihr dazu? Nö, das sehe ich nicht so. Ja, das ist jetzt eine klare Antwort. Nee, das denke ich nicht. Also er hat immer gesagt, wer keine Feinde hat, hat auch keine Freunde. Also er hat schon eine klare Kante gegeben, wenn ihm irgendetwas nicht passte, und hat sich auch versucht, dagegen durchzusetzen. Ich gehe mal hier, Jüdische Museum war nicht sein Wunsch. Also er hat gesagt, Jüdische Museum hätte sein müssen eine Abteilung des Berliner Museums, weil er gesagt hat, das Judentum ist ein Teil von Berlin und dann soll das bitte eine Abteilung vom Berliner Museum werden und nicht ein eigenständiges Museum nur für Juden. Also insofern hat er immer ist nicht konform gegangen mit allen, sondern hat viel unterschiedliche Sachen gemacht. Ich möchte zum Thema Beliebtester auch noch etwas sagen. Vielleicht kommt daher der Fehleindruck. Er hat eigentlich immer gewünscht, dass seine Sendungen beliebt sind. Also dementsprechend war er sehr dafür, und das war auch seine Stärke, gerade gegenüber Redakteuren zum Beispiel, die beim ZDF am Anfang nicht direkt auf ihn abgefahren sind, dass die Sendungen von vielen Menschen geguckt werden, dass seine Spiele ankommen. Und man muss ja eins sagen, er war ja nicht nur der Showmaster oder der Spielmeister, sondern er hat ja auch zahlreiche andere Sendungen gemacht. Wenn ich an das Kabarett Die Rückblende denke oder wenn ich an viele Sendungen denke, die im Rias in seiner Redaktion Unterhaltung gelaufen sind. Das ging ja von Kutte kennt sich aus, irgendwelche Berliner Geschichten bis hin zu wissenschaftlichen Sendungen, wo Leute eingeladen wurden. Wir haben Kindersendungen bei uns gehabt, wir haben Sportsendungen gehabt. Also kurz gesagt, er war sehr für die Vielseitigkeit, nur wenn es um Dalli ging. Dann war es ganz wichtig, dass die Quote da war, weil das damals ja ein Argument war. Und er sagte mir mal, als ich Außenreporter war, weißt du eigentlich, dass dich jetzt 26 Millionen Menschen sehen, von Dänemark bis Südtirol? Und dann hat er noch mal den Satz gesagt, über den heute Redakteure geradezu lächeln werden. Unter 40% Quote dürfen wir nicht sinken. Heute gibt es Sondermeldungen, wenn die 3 Millionen haben. Ja. Absolut, absolut. Ich erinnere mich auch noch daran, dass es gab ja mal Redakteure vom ZDF, die eigentlich das Sagen haben, und Vater hat sich dann in aller Regel da durchgesetzt. Und ich erinnere mich einmal, wo der Redakteur kam und sagte, Herr Rosenthal, Sie machen das bitte so und so. Und er sagte, ich mache das gerne so und so, wenn Sie mir versichern können, dass morgen, wenn die Sendung schlecht war, da steht, Schuld ist der Redakteur so und so, der die Sendung schlecht gemacht hat. Und dann nicht steht, Hans Rosenthal hat eine schlechte Sendung gemacht. Und da das nicht passieren wird, wird es so passieren, wie ich das möchte. Sehr, sehr geistreich. Ich will einmal kurz Ihnen vorlesen, wie die Sendungen hießen, weil es war nämlich nicht eine. Und das finde ich, also ich kann mich gar nicht satt lesen daran. Also, wer fragt, gewinnt. Die Rückblende. Gut gefragt ist halb gewonnen. Quizparty. 1 plus 1 gegen 2. Dalli, Dalli. Das Schlagerfestival der 20er Jahre. K.O. OK, da war Birgit Showgirl.
Rate mal mit Rosenthal, bitte zur Kasse, seine andere Seite, Helmut Kohl im Gespräch mit Hans Rosenthal. Gefragt, gewusst, gewonnen. Das gibt's nur einmal. Noten, die verboten wurden. Darüber reden wir gleich. Musik macht Spaß. Mal sehen, was uns blüht. Zug um Zug, 150 Jahre Deutsche Eisenbahn. Alles mit Musik. Erinnern Sie sich noch? Quizparade. Hans Rosenthal stellt vor. Das sind nur die Fernsehsendungen. Die Radiosendungen habe ich mal ausgelassen. Zu dieser Sendung, das gibt's nur einmal. Noten, die verboten wurden. Das fällt ein bisschen aus dem Rahmen, richtig? Ja, für mich seine allerbeste Sendung, die er jemals gemacht hat. Da ging es darum, dass bestimmte Musikstücke während des Holocaust nicht mehr gespielt werden durften, weil die Komponisten jüdisch waren. Und das hat er genutzt, um diese Musikstücke zu spielen, plus Zitate von Goebbels und ähnlichen Personen dazu einzuspielen, wo man die ganze Widersinnigkeit da nochmal richtig spürte, weshalb die Nazis auch solche Sachen verboten haben. Das war eine sehr politische Sendung und wie gesagt, meines Erachtens die beste, die er gemacht hat. Das hat er übrigens selbst auch gesagt, dass das für ihn seine wichtigste Sendung war. Und vor allen Dingen die Wirkung, die er erzielen wollte, war, da waren 2 Stunden lang Lieder, auch Instrumentalmelodien von Komponisten, ich sage jetzt mal Paul Abraham oder Robert Stolz oder Werner Richard Heimann, also Menschen, die entweder ins Exil gedrängt worden sind oder im KZ umgekommen sind. Und er wollte die Wirkung erzielen. Schaut euch das an. Ihr habt 2 Stunden fantastische Unterhaltung. Das sind Melodien, Evergreens. Und alle diese Menschen sind umgebracht worden, sind ins Exil gedrängt worden. Was das für ein Verbrechen war an diesen Genies, an diesen Künstlern. Und dementsprechend war das für ihn eine Sendung, die eine Aussagekraft hatte. Einmal durch die Moderationen, die er selbst gemacht hat. Ich meine mit Theo Lingen, bin ich ganz sicher. Und auf der anderen Seite, dass einfach diese musikalische Leichtigkeit in Verbindung zu dem grausamen Schicksal das Ganze noch mehr hervortreten lässt. Sehr schön. Wie war er denn beim Arbeiten? War er ein strenger Moderator? War er pingelig, so wie Charlie Chaplin oder Bastian Pastewka? Oder war er großzügig? Wie war er denn so? Das kam auf die Sendung an. Also, wenn er Regisseur war, also ich nehme jetzt mal die Rückblende. Er hatte in seinem Büro einen Flügel stehen und dann kamen diese Künstler schon mal zur Probe. Also da kamen die Insulaner und die Stachelschweine und Brigitte Mira und Harald Junke und Günther Fitzmann und ich weiß nicht, wer alles dabei war, einmal im Monat. Und da wurden die Themen des Monats aufgearbeitet. Die Texte stammten dann von Kurt Flatow, Horst Pillau, Thierry und vielen. Wolfgang Gruner war regelmäßig mit einer Figur als Rias Pförtner, der sozusagen den Politikern die Meinung geigte. Und bei diesen Proben, da war er in einer Art und Weise kreativ, frech, wie das ein Dalli-Dalli-Zuschauer ihm nie zugetraut hätte. Es hat einen großen Spaß gemacht, aber es war gleichzeitig sehr konzentriert, sehr intensiv. Wenn wir dagegen die Quiz-Sendung hatten, da war er penibel bis in die letzte Kommastelle und der berühmte Satz, geht nicht, gibt's nicht. Also wenn wir sagten, die Frage kriegen wir nicht raus. Wir wollten das überprüfen, damit wir keine Beschwerden kamen. Dann rief er irgendjemanden an, dann hatte er Bekannte überall in Deutschland und dann sagte ihm irgendein Bekannter, ja, ruf mal da und da an. Und dann sagte er uns, siehst du, geht doch. Okay, also dementsprechend waren wir selber dann auch darauf eingestellt, dass wir an der Sache dranblieben. Und er hat auch immer gesagt, ihr seid verantwortlich. Ich hatte mal eine Sendung geschnitten und dann waren da schlechte Schnitte bei. Und dann rief er mich, ich sagte, ja, die Technikerin an dem Tag, die hatte keine Lust. Und daraufhin sagte er zu mir, das liegt nicht an der Technikerin. Du bist der Redakteur und du musst dafür sorgen, dass die Sendung sauber geschnitten ist. Ich habe dich dafür verantwortlich gemacht. Das war sein Prinzip. Er wollte den Menschen vertrauen. Er hatte ein Team, dem er 100%ig vertraute, auch wenn man mal einen Fehler machte. Er stand für die Leute ein. Ich weiß, ich hatte mal eine Sendung verbockt und dann war jede Woche war eine große Rundfunkratssitzung im Rias. Und dann sagte mir ein Kollege schon, heute wird es dir nicht gut gehen. So, und dann, ich war bei der Sitzung nicht dabei, kam er aus der Sitzung wieder und dann rief mich dieser Kollege an und sagte, wir waren alle der Meinung, du hast da eine richtige Mistsendung gemacht, aber er hat dann so das dargestellt, dass wir alle sagten, das ist richtig, so könnte man das auch sehen. Und dann kam er aus der Sitzung,
sprach mich an, rief mich zu sich und sagte, das machst du nie wieder. Okay. Und zu Hause war er auch so entspannt, Birgit? Oder war die Mutter die Entspannte? Die Traudl? Das ist schwer zu sagen. Vater war ja nicht so viel zu Hause. Insofern ging die Erziehung doch noch mehr von der Mutter aus. Aber Vater hatte feste Regeln und sie musste dann darauf achten, dass das eingehalten wird, dass ich pünktlich zu Hause war abends. Also er war nicht so, ich hatte feste Regeln. Auf der anderen Seite hat er mir immer das Gefühl gegeben, dass er mir auch vertraut und dass ich das schon machen werde und dass er stolz auf mich ist. Also es gab so beide Seiten. Aber ich durfte nicht überall hin. Ich habe neulich gerade erst eben so einen Zettel gefunden, wo drauf stand, hier, ob du noch mal in diesen linken Club gehen darfst, das muss ich mir überlegen. Ja, weil Also wegen links oder wegen Club? Wegen links, das war so ein Jugendclub, Saira in der Münsterschen Straße früher. Und da hatte er irgendein Flugblatt gefunden und ich bin da gerne hingegangen mit 16, 17 oder so. Und ihm gefiel die politische Ausrichtung nicht. Da gab es ein paar Kämpfe zu Hause. Also er war nicht so einer, der sagte so alles, ja, lass mal, Mutter macht das schon, aber dann doch wieder lieb. Also ich kann mich auch nicht an so ganz große Sachen erinnern, dass ich wirklich sauer auf ihn war. Und Traudl, wie muss ich die mir vorstellen? Geduldig oder hat sie einfach alle Fäden in der Hand gehabt? So ein bisschen. Da lacht der Rainer. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig wiedergebe. Meinem Vater gegenüber hatte sie nicht so das Sagen, wie es zunächst in dem Film zum Beispiel dargestellt werden sollte. Das haben wir beide auch, als wir das Drehbuch bekommen haben, gesagt, so geht das nicht. Da stand drin, ja, sie sagt, komm, du bist überarbeitet, ich schaufel dir mal ein paar Tage frei und wir fahren nach Föhr. Haben wir gesagt, sowas hätte meine Mutter nicht machen können oder unsere Mutter. Also sie war schon da, ihn zu unterstützen und durfte ihn auch nicht so doll kritisieren. Trotzdem ging sehr viel dann doch nach ihrer Nase. Auf eine andere Weise hatte sie Möglichkeiten, ihn davon zu überzeugen, dass er das richtig fand, was sie wollte. Also da bin ich ja beruhigt. Ja. Da bin ich ja sehr geschickt. Ja. Ne? Da bin ich ja beruhigt. Wenn wir jetzt auf den Film zu sprechen kommen, wie findet ihr den Film? Ich finde den großartig, ja. Und ist alles richtig da? Wie ist das, sich zu sehen? Ihr seht euch ja selbst auch da. Das ist ein Film. Also ich wüsste nicht mal mehr, wie die Schauspielerin aussieht, die mich da dargestellt hat. Und das habe ich auch nicht als mich wahrgenommen. Es ist auch so, dass meine Familie da anders, aus dramaturgischen Gründen habe ich schon ein größeres Kind zu der Zeit. 1978 war mein Sohn 1 Jahr alt, aber hier sollte es also ein Kind sein, was schon mit seinem Opa spricht. Das habe ich so hingenommen, aber das habe ich als Film gesehen. Das ist nicht alles wirklich, aber das Wesen unseres Vaters wird gut erfasst und auch eben vom Darsteller so gut wiedergegeben, dass wir diesen Film sehr rund und stimmig fanden. Der Hauptdarsteller ist Florian Lucas und was das Interessante an diesem Film ist, finde ich, ist, dass er nicht nur die Geschichte von Hans Rosenthals Leben erzählt, sondern eben an ein spezifisches Dilemma andockt, nämlich das, dass die 75. Dalli-Dalli-Sendung genau, also das Jubiläum, fällt genau an die 9. November des 40 Jahre des Gedenkens. Und es soll in Köln eine große Gedenkfeier geben in der Synagoge und er möchte daran teilnehmen und das ZDF sagt, geht nicht, die Sendung muss an dem Tag stattfinden. Sagt er nun ab, geht er nicht, geht er doch, wird er wirklich akzeptiert? Ich habe mich gefragt, ob eben Kulenkampf nachgegeben hätte oder ob Kulenkampf gesagt hätte, ohne mich könnt ihr die Sendung sowieso nicht machen, also so. Gerd, was wäre gewesen, wenn er abgesagt hätte? Wenn er gesagt hätte, nix da, ich fahr nach Köln. Ich glaube, das kann niemand so richtig vorhersagen. Vaters Angst war es immer, dass Dalli kommt mit einem anderen Moderator. Also es war ihm ganz, ganz wichtig, dass er diese Sendung weiterhin macht.
Und er hat ja auch versucht, seine Popularität dann zu nutzen, um bestimmte Aussagen zu bringen, das Buch herauszubringen, diese Sendung, wo wir sagen, das war seine beste, Noten, die verboten waren, die hat er dann im Anschluss ja auch später gemacht, dann aber bei der ARD. Das heißt, das war schon ein gewisses, dann bringe ich das halt mal woanders mit unter. Und ich glaube, ihm war wichtig, auf dem Bildschirm zu bleiben. Und er sagte, ehe ich jetzt ganz runtergehe, dann kann ich gar nichts mehr transportieren. Das Risiko gehe ich nicht ein. Dazu muss man eins wissen, er hatte in den 60er Jahren eine Sendung im Vorabendprogramm, die ist gut gefragt, deshalb gewonnen. Und die wurde in Berlin produziert und Vater hat gedacht, auf ihn kann man nicht mehr verzichten, die Sendung ist so großartig. Und die wollten die Sendung nach München verlegen, dass sie dort produziert wird. Und er hat gesagt, nicht mit mir, die geht nicht nach München. Und man konnte auf ihn verzichten. Und er war da raus. Und dann kam als nächstes Jahr im Fernsehen halt Dalli und ich glaube, das Risiko wollte er nicht eingehen. Ich kann noch vielleicht etwas dazu fügen. Aus der heutigen Sicht ist das ja kaum noch nachvollziehbar, dass überhaupt ein solches Ereignis eintritt, dass also ein Jahrestag dann belegt ist, beziehungsweise dass der Jude gezwungen wird, eine Unterhaltungssendung am 40. Jahrestag der Reichspogromnacht zu machen. Nur, wenn man mal zurückblättert, ich muss ein kleines Stück zurückgehen bei der Geschichte von Dalli Dalli. Hans Rosenthal wollte unbedingt ins Abendprogramm, hatte diese Vorabendserie Gut gefragt, deshalb gewonnen, mit vielen beliebten Schauspielern und Kandidaten. Aber er hoffte immer, dass er das große Abendprogramm bekommt. Und dann wurde 1970 Peter Frankenfeld entlassen, obwohl der 3 Sendungen später das Jubiläum gehabt hätte, 50 Mal Vergissmeinnicht. Und Peter Frankenfeld war eigentlich ein Denkmal, der war unangreifbar und trotzdem hat das ZDF sich von ihm getrennt. Und dann gab es die Überlegung des ZDF, wen nehmen wir stattdessen? Und da gab es auf der einen Seite Wim Tölke und auf der anderen Seite eine Sendung, die hieß Schwarzer Peter, moderiert von Peter Garden. Das war damals ein sehr beliebter Operettenbuffo. Der hatte aber noch nie eine Talksendung oder eine Spielsendung gemacht. Und jetzt verrate ich mal ein Geheimnis. Hans Rosenthal kam zu mir. Ich war ganz neu, ich war ein halbes Jahr dabei, war 21 Jahre alt. Und er sagte zu mir, beim ZDF kennen die dich nicht. Du fährst jetzt mal in die Oberlandstraße, setzt dich ins Publikum und guckst dir das mal an. Peter Garden, der schwarze Peter. Und dann sagst du mir hinterher mir mal, hat das eine Chance? Dieses war so aufgebaut, dass eigentlich 7 Sendungen stattfinden mussten aufgrund der Spielregeln. Und ich mit meinen 21 Jahren hatte keine Ahnung, habe mir das angeguckt, kam zurück und sagte zu ihm, der wird keine 6 Sendungen überleben, weil der A nicht spielen kann, weil der B nicht witzig ist und weil der C keine Interviews führen kann. Er sagte, danke, dass du mir das gesagt hast. Und dann hat er gebastelt und er wollte unbedingt Allein gegen alle, das war sein absolutes Lieblingskind, diese Hörfunksendung mit 6 ARD-Sendern, 12 Sendungen im Jahr. Jeder Sender organisierte 2 und Hans Rosenthal war immer der Moderator und wir als RIAS-Team haben uns die Fragen bearbeitet, die Spiele ausgedacht. Das wollte er reinbringen. Aber die ARD hat gesagt, wir geben die Rechte von Allein gegen alle nicht an das ZDF. Und dementsprechend hat er überlegt, was kann ich machen? Und er hatte beim WDR im Rahmen eines Tanzcafés, sonnabnachmittags, eine Quizgeschichte, die hieß die 3-fache Chance. Da waren genau die Dalli-Dalli-Fragen. 2 Kandidaten wechselten sich ab. Und das war die Grundlage für Dalli Dalli. Nur das war ja nicht so wie heute, wo 3 Stunden lang eine Halbstundensendung immer wiederholt wird bis 23:30 Uhr. Also hat er überlegt, wie kann ich das zu einer 90-Minuten-Sendung machen? Dann hat er dazu genommen ein Verkehrsquiz, das er damals beim Saarländischen Rundfunk gemacht hat. Und als drittes hatte er seine große Treue zu den Menschen, die ihm am Anfang geholfen hatten. Also insbesondere die Insulaner mit Günter Neumann. Und dann hat er gesagt, in jeder Sendung sollen 3 Chansons stattfinden. Und dazu kam noch, das war für ihn immer elementar, ein Kandidat aus dem Publikum im Quiz. Und aus dieser Zusammenstellung ist Dalli Dalli dann erwachsen. Und nach 3 Sendungen war mit Peter Garden und der schwarze Peter Schluss. Und das ZDF trat an ihn heran, ob er eine neue Abendsendung machen wollte. Das war die Vorgeschichte und am 13. Mai 71 kam dann Dalli Dalli. Ja, die Details.
Also ich persönlich verstehe das sehr gut mit der Angst. Ich möchte ja auch die beliebteste Jüdin Deutschlands werden. Direkt nach Margot Friedländer, versteht sich. Die hat ja jetzt noch Vorrang, aber ich trete in ihre Fußstapfen. Sie können mich jederzeit danach anrufen. Da komme ich ran. Ich verstehe das und meine Eltern waren auch so. Also meine Eltern waren, in der Zeit war man sehr glücklich, wenn man als Jude gesehen wurde. Jetzt sind wir viel frecher geworden. Wir müssen frech sein. Aber damals war das so. Die Familie war ja für ihn ein großes Glück. Das beschreibt er ja auch in dem Buch, was mich wirklich sehr rührt. Die Angst, die Sorgen, die Furcht wird im Film sehr dargestellt. Habt ihr die gespürt, wenn er nach Hause kam? Nein. Nein, er war zu Hause eigentlich sehr normal und hat auch über das, was er früher erlebt hat und was er vielleicht noch mit sich rumgetragen hat, nicht so ausführlich gesprochen. Es war zwar nicht, dass er das verschwiegen hat und dass wir das nicht wussten, aber er hat uns kleine Geschichten erzählt, wie er irgendwelche Situationen überlebt hat. Und das hat aber immer ein gutes Ende gefunden. Und er hat es ja dann überstanden. Das war so, als ob jemand ein Märchen erzählt. Und, er wollte euch auch schonen wahrscheinlich. Wahrscheinlich, oder? ja. Aber es war nicht so, dass wir ihn zu Hause bedrückt erlebt haben. Und vielleicht war er auch wirklich von Natur eher eine Frohnatur. Er war ein fröhlicher Mensch. Und wenn du das Buch so gut kennst, da trifft er ja auch jemanden, den er in seiner Zwangsarbeit kennengelernt hat und der gesagt hat, du hast früher schon immer gesungen, als wir hungern mussten oder sowas. Er war also ein optimistischer, fröhlicher Mensch. Das lag in ihm drin, das war ihm angeboren. Gerne die Menschen unterhalten. Ja, immer eine positive Atmosphäre ausgestrahlt. Ja, ja, das sieht man übrigens an euch auch. Bei der Gelegenheit möchte ich einmal die Namen der 3 Jüdinnen, die ihn gerettet haben, laut aussprechen, weil man kann die nicht oft genug sagen. Das ist Ida Jauch, die 3 Frauen, die ihn versteckt haben. Ida Jauch, Maria Schönebeck und Emma Harnt. Weil irgendwie, es geht nämlich doch, also die Zivilcourage. Ich habe das in Köln auch gemacht. Aber ich möchte es gerne noch einmal machen, weil mir das so wichtig ist. Hans Rosenthal hat alle getroffen. Bubi Scholz und Kennedy und Bubis natürlich und wen du nicht, also alle. Und er hat sehr viele Ehrungen bekommen. Und ich finde, diese Ehrungen sind so großartig. Also 3 haben wir ja schon gesehen, Bambi, aber ich muss die noch einmal erwähnen. Also Bundesverdienstkreuz, Bambi, Goldene Kamera, 2-mal. Krawattenmann des Jahres. Daraufhin möchte ich auf die Krawatte hinweisen von diesem Herrn, die auch thematisch ganz weit vorne ist. Ich muss zu dieser Krawatte etwas sagen, weil ich sonst normalerweise 365 Tage im Jahr keine Krawatte trage. Die Wahl ist perfekt. Das ist für mich ein Ehrenzeichen, weil zur 100. Sendung Dalli Dalli hat Hans Rosenthal für sein Team jedem eine solche Krawatte geschenkt. Und diese Krawatte habe ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch keine 10-mal getragen. Wie toll. Aber wunderschön. Und gibt es einen besseren Tag als den heutigen? Es gibt ihn nicht. Aber wir sind noch nicht fertig. Verdienstkreuz 1. Klasse der Bundesrepublik. Goldene Kamera 3. Goldene Europa. Telestar. Ehrenbürger von Utersum auf Föhr. Da wollte ich das kurz ist das Wichtigste. Finde ich auch. Also das heißt, das war der Rückzugsort. Das war der Rückzugsort und tatsächlich ist das was ganz, ganz Besonderes. Die Insel, also der ist Ehrenbürger der gesamten Insel Föhr. Damit jemand Ehrenbürger werden kann, müssen alle Bürgermeister von allen Orten auf Föhr zustimmen. Das sind Nordfriesen. Die haben es auch nie... Das haben die nie wieder geschafft. Mein Vater ist nach wie vor der einzige Ehrenbürger, wo sich alle haben einigen können, der soll Ehrenbürger werden. Und das ist sensationell. Das ist wirklich sensationell. Also, darf ich auch noch eine Anekdote zu Utersum erzählen? Ja, das hätte mich gewundert. Ja. Wenn nicht. Aber bitte.
Hans Rosenthal hat ja mit großer Begeisterung Fußball gespielt und da könnte Ja, ich das jetzt einen finde ich gut, abendfüllenden dass wir- Vortrag erhalten darüber, mit Tennis wem... Borussia, ne? Nee, wo Na, war der Verein? er hatte mehrere. Er hatte bei Tennis Borussia, er hat aber auch bei der NDR Prominentenelf mitgespielt und da waren fast alle Großen dabei und ich werde nie vergessen, als der Innensturm stand für Aktion Ein Platz an der Sonne, im Innensturm waren Uwe Seeler, Pelé und Hans Rosenthal. Also, So, und nun zu... und wer hat gewonnen? Hans. Meistens endeten diese Spiele unentschieden. Aber in Utersum. Es fand in Utersum, ich weiß nicht, wie groß der Platz war, ein solches prominenten Fußballspiel statt. Es müssen also kilometerlange Staus gewesen sein. Und in der Geschichte des Verkehrsfunks des Norddeutschen Rundfunks ist es das einzige Mal, dass Utersum in den Verkehrsmeldungen erwähnt worden ist. Also Utersum, ich muss da unbedingt mal hin. Jetzt kommt's, es geht weiter. Benennung einer Seniorenfreizeitstätte in Berlin-Zehlendorf. Bolcher Straße 5, falls jemand da wohnt oder hinziehen möchte. In das Hans-Rosenthal-Haus. Benennung des Platzes vor dem Rias-Funkhaus. Da wohne ich um die Ecke. Und jetzt sehr schön. Der 1994 entdeckte Asteroid 1994 TL16 wird nach ihm benannt und trägt den Namen 1268 Rosenthal. Benennung einer Straße im Ortsteil Neuendorf. Enthüllung einer Gedenktafel am Geburtshaus Hans Rosenthal in der Wienstraße, also im Prenzlauer Berg. Umbenennung der Sportanlage Kühler Weg. Anbringen einer Gedenktafel vor der Grundschule am Röderplatz. Und jetzt, mein Liebstes, ich muss darauf noch mal zu sprechen kommen, ist, seit dem 20. Januar 2012 trägt das Stadtbad Schöneberg den Beinamen Hans-Rosenthal-Bad. Hier lernte Hans Rosenthal im Jahre 1950 im Alter von 25 Jahren das Schwimmen, weil es Juden während der Nazizeit verboten gewesen war, öffentliche Bäder zu besuchen. Sensationell. Also als wir das erfuhren oder gehört haben, dass ein Schwimmbad nach ihm benannt werden soll, zuckt man ja so ein bisschen. Man erwartet ja, dass ein Schwimmbad benannt wird nach einem Olympiasieger oder Weltmeister und nicht nach jemandem, der sich mit 25 Grad über Wasser halten kann. Und das fanden wir großartig. Ja. Ich finde das auch. Also ich schwimme praktisch schon mit ihm. Seit dem 10. November trägt der Platz vor der Freiheitshalle in Hof den Namen Hans-Rosenthal-Platz. Hans Rosenthal hatte 1974 die Eröffnungsveranstaltung der damals neuen Halle durchgeführt. Seit dem 8. Mai 2019 trägt die 32. Grundschule in der Bernhard-Bästlein-Straße 56 im Bezirk Lichtenberg den Namen Hans Rosenthal. Und seit dem 15. Juni 19 gibt es im Fernwehpark Oberkotzau 2 Schilder, die an Hans Rosenthal und seine Sendereihe Allein gegen alle erinnern. Sie wurden anlässlich eines Treffens ehemaliger Fragesteller angebracht. Ist das nicht toll? Also was mir ja gefällt, ich liebe zum Beispiel ja auch das Sechstagerennen und sowas alles. Diese Volksnähe, diese Nähe zu den Menschen. Oder sehe ich das falsch? Das war für ihn das Allerwichtigste. Und ich habe keinen einzigen Fall erlebt in diesen 18 Jahren, die ich überblicken kann, dass er mal gegenüber irgendeinem Hörer mal sauer war oder den angeschnauzt hat oder ähnliches. Und ich erzähle in dem Zusammenhang immer eine Geschichte. Wir saßen in irgendeiner Gaststätte und er saß mit dem Rücken zum Eingang. Aber irgendwie hatte sich das rumgesprochen und dann kam so eine Busladung an, Entschuldigung, ich kann es nicht anders sagen, von sehr breit gebauten Personen. Und an der Spitze lief so einer, ich sag mal, der hatte Hände wie Kohlenschaufeln. Und dann ging der auf Hans Rosenthal zu, zielsicher, knallte dem die Hand auf den Rücken und sagte, nicht so Dalli-Dalli essen. Und ich dachte so, jetzt wird er aufspringen und dem an die Kehle gehen. Und dann stand er ganz freundlich auf und sagte, ach, woher kommen Sie denn? Sind Sie mit dem Bus hier angereist? Ich habe ihn nie erlebt, dass er gegen Hörern mal sauer war. Und er hat auch jede Woche, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 1 Stunde Hörerpost bearbeitet. Da waren zum Teil Briefe dabei, die hatten gar keine Aussagekraft. Wir hatten eine Hörerin, weiß ich heute noch den Namen, die schrieb jede Woche, verehrtes Goldstück, in der kommenden Woche sollten Sie im Fernsehen folgende Sendung beachten. Da haben wir als Team versucht, diese Briefe schon mal so irgendwie verschwinden zu lassen. Aber er hat dann immer gesagt, sag mal, die hat schon seit 2 Wochen nicht mehr geschrieben.
schon auch sehr Berliner, ne? Ja. Ist schon auch so ein sehr Berliner Typ, oder? Ja, ja. Also auch diese Geschichte, dass der wollte, dass das Jüdische Museum zum Berliner Museum gehört. Ich finde, das ist auch eine sehr deutsch-jüdische Haltung, ne? Dass das ein deutscher Jude ist. Unbedingt, er hat ja auch immer gesagt, er ist deutscher Jude. Also er fühlte sich hier oder ja, fühlte sich hier zu Hause, er gehört hierher. Und wenn man jetzt sieht, diesen Ansturm heute hier und aber auch die Zeitungen und alles, wie erklärt ihr euch das? Ja, wie erklären wir uns das? Ich denke, einmal ist es vielleicht auch wieder an der Zeit, dass an jemand wie ihn erinnert wird. Wir haben halt Probleme mit Antisemitismus, mit Rassismus. Und ich glaube, er hat sich da vorbildlich verhalten. Dann hatten wir das Glück mit dem Film, dass der Autor das sehr, sehr gut umgesetzt hat. Und von daher denke ich, er hat es auch verdient, ja. Das finde ich, verdient brauchen wir gar nicht drüber reden, aber es ist natürlich schon so, ich freue mich auch drüber und alle freuen sich drüber, aber trotzdem überrascht es mich ein bisschen, weil es hätte ja auch so sein können, dass es war wie zeitlebens, sehr geliebt, aber mit so einem kleinen Ja, aber. Und es gibt kein Ja, aber in den Zeitungen. Die Zuwendung ist ehrlich und direkt und das ist etwas, was mich wirklich enorm freut. Ja, wir hatten auch zum Beispiel mit dem Spiegel ein Interview und mein Bruder hat einen alten Spiegel mitgebracht, wo unser Vater noch ziemlich runtergemacht wurde. Ich weiß nicht, was da wirklich gesagt wurde. Ich habe es leider jetzt nicht mehr Das war quasi eine Sendung mit lauter belanglosen Fragen, die keinen weiter interessieren und so. In der Art wurde er runtergemacht und als der anrief schon, dass er kommt, sage ich habe da noch ein paar alte Artikel. Wie wollen Sie denn schreiben? Und er sagte, ja, das war früher und wir sind inzwischen ganz anders. Naja. Ja, und der war ganz nett und selbst im Spiegel und wirklich in vielen Zeitungen und auch in den sehr seriösen wie Süddeutsche Zeitung oder Zeit oder so ist jetzt was erschienen und das berührt einen, ja, das ist wirklich rührend, ja. Das finde ich auch. Ich muss noch mal einen Satz sagen. Ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht über diese Frage und ich kann sie auch letztendlich nicht beantworten, außer mit diesem Satz, den Gerd auch schon gesagt hat, die Zeit ist jetzt reif und das, was ich habe das Buch auch noch mal wieder gelesen, was er in dem Buch geschrieben hat, da sind viele Sätze, die sind grandios, gerade vor dem Hintergrund dessen, was heute in Deutschland abläuft, was im Nahen Osten abläuft. Aber ich weiß, wenn er Interviews gab, da hatte er auf der einen Seite Journalisten, bei denen er genau wusste, da kommt das so rüber, das ist freundlich, das ist im Sinne der Zuschauer oder der Zuhörer, wenn ich zum Beispiel an die Redakteurin des Gong denke, die regelmäßig zu ihm kam. Aber wenn Spiegel und Stern zu ihm kamen, dann sagte er, jetzt geht das wieder los. Und dann haben die 1 Stunde gesprochen. Und dann sagte er hinterher, ich bin nie dabei gewesen, aber er sagte immer, 50 Minuten lang haben wir auf höchstem Niveau über Politik gesprochen, über Holocaust, über die jüdische Geschichte, über das, was in Deutschland abgeht. Und die letzten 5 Minuten haben die mir aus Freundlichkeit noch 3 Fragen gestellt und dann hat er so einen Satz gesagt, zum Beispiel, der oft zitiert worden ist, ich möchte nicht, dass die Großmutter, die mit ihrem Enkel auf dem Sofa sitzt, erröten muss, wenn sie Dalli sitzt. Und das wurde dann ausgelegt, gerade von Redakteuren, die ihm vorwarfen, systemimmanent zu sein oder wie diese Ausdrücke hießen, dass er eigentlich nur dieser harmlose Spitzespringer war und dass der politische Mensch oft in diesen 5 Interviews gar nicht zum Tragen kam oder dass die Themen dann nicht erörtert wurden. Das ist heute ganz anders und man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, dass das damals so anders war. Ja, verstehe. Also, dass er politisch ist, das verstehe ich sofort. Wenn man im Direktorium der jüdischen Gemeinde war, dann muss man Nerven wie Drahtseile haben, um das länger durchzuhalten. Also, und dann noch im Zentralrat ein Engel. Bevor Sie Fragen stellen dürfen, muss Birgit noch mal ran. Wer oder was ist der, die, das, Fiadone? Es gibt 4 Möglichkeiten. Augenblick nochmal, den ersten Buchstaben habe ich nicht richtig. Wer oder was ist der, die, das oder das Fiadone? Fiadone. Mit Ja, habe F, ich noch nie gehört. Fiadone. Naja,
Es gibt 4 Möglichkeiten. Ich schaff dich noch. Es gibt 4 Möglichkeiten. Eine komische, meist alte Dienerfigur der Commedia dell'arte. B. Ein dreispitziger Herrenhut, der als klassischer Bestandteil der Tiroler Herrentracht gilt. C. Eine korsische Variante des Käsekuchens ohne Boden. D. Ein Damensattel des 17. Jahrhunderts, der aufgrund seiner aufwendigen Gestaltung an Adelshöfen Mode war. Tja, Also du, ja, du hast dich wirklich mit Kneipenquiz-Leuten unterhalten. Solche Fragen kommen da öfter vor, Ich das weiß. stimmt. Aber wenn wir das machen, man spielt ja Kneipenquiz immer im Team. Da sitzen 5 Leute an einem Tisch und sind ein Team. Und das hat den großen Vorteil, deswegen mache ich das so gerne, man kann sich nicht blamieren. Entweder einer aus dem Team weiß das, wunderbar, oder es weiß keiner. Dann ist es auch nicht peinlich, dass man es selber nicht weiß. Ich finde Und das wenn man überhaupt was nicht peinlich, wenn man das hier genau. nicht weiß. Ganz ehrlich. Also, und wenn solche Fragen kommen, wo es Auswahlmöglichkeiten gibt, meistens im Kneipenquiz muss man die Sachen wissen und es werden keine Antworten vorgegeben. Aber wenn es solche Fragen sind wie diese, dann darf jeder von uns, wir sind 5 im Team, einmal raten und welche Antwort die Mehrheit kriegt, kriegt das. Ich entscheide mich für B, für den, war das ein Hut? Dreispitziger Hut? Ja, genau, den Die nehme ich. Antwort ist falsch. Gibt es jemand aus dem Publikum, der die Antwort kennt? Ich kann dir nachher noch eine leichte stellen. Gibt es jemand aus dem Publikum, der mithelfen möchte in diese Gruppe? Ich würde auf A tippen, oder? Was war ein A nochmal? Commedia dell'arte? Ja. Okay, es ist Käsekuchen ohne lästigen Boden. Der Fiadone, C war korrekt. Und nun, ich bin bei diesen Fragen komplett durchgefallen. Aber du kannst ja Italienisch und das kommt ja dann sicherlich, war das nicht ein italienischer Käsekuchen? Ja, aber... Vielleicht kannst du den backen sogar. Ja, na klar. Ich back dir den. Hä? Korsisch. Korsisch. Noch schlimmer. Ja. Also wir haben auch noch leichtere Sachen, aber jetzt erstmal an Sie. Haben Sie Fragen? Das ist jetzt die Chance, unsere illustre Gesellschaft hier, weil sonst müssen Sie weiter schreckliche Dinge raten. Dann kann lieber Reinhard noch was erzählen. Ja, es sind 3 jetzt auf Mal. Wollen Sie? Mein Name ist Petra Siegel. Also ich habe, glaube ich, im Internet gelesen, da hat sich auch jetzt noch mal der Günther Jauch geäußert und der sagte, er war auch mal in einer Sendung von Hans Rosenthal und er hatte damit gerechnet, dass Hans Rosenthal ihn mal anspricht auf den Namen Jauch und er hat es nicht gemacht. Siehe Ida Jauch, und er sagt, er hat es privat auch nicht gemacht, also hinter der Kamera. Und dann Günther Jauch hat es auch offen gelassen, ob es da einen Zusammenhang gibt. Gerd antwortet. Ich habe Günther Jauch heute angeschrieben und habe auch heute eine Antwort bekommen von ihm noch. Und er ist nicht verwandt. Sie haben das nochmal nachgeprüft, Sie konnten das nicht feststellen, dass Jauch da Verbindungen da sind. Also er hat mir das heute nochmal bestätigt, dass da nichts war, aber das hatte mich auch interessiert, deshalb habe ich da Kontakt aufgenommen. Guten Abend, Wolfgang Wittenburg, Journalist aus Hamburg. Erstmal vielen Dank für den schönen Abend und dann eine zweigeteilte Frage an die beiden Kinder von Hans Rosenthal. Und zwar einmal, ob Sie heute was gemacht haben, was Sie immer am Geburtstag Ihres Vaters gemacht haben, alle zusammen wahrscheinlich, hoffentlich. Ich war zum Beispiel vorhin auf dem jüdischen Friedhof. Und der zweite Teil der Frage, hätte Ihrem Vater der Abend heute Abend so gefallen und hätte gesagt, meine beiden Kinder, die tragen das so weiter, da war ich mir sicher? Na klar hat ihm das gefallen. Ja, was wir immer an seinem Geburtstag machen, ist mit allen Nachkommen zusammen essen gehen. Und das soll auch noch stattfinden hier im Anschluss. Deswegen werden wir uns ziemlich pünktlich verabschieden. Zumal meine Enkelkinder hier sind, die morgen zur Schule müssen und wir das nicht zu spät werden lassen. Das ist also das, was wir sowieso immer machen.
Dann meine ich, ihr habt mir heute ein Bild geschickt vom jüdischen Friedhof. Wir waren auf dem jüdischen Friedhof, meine Frau und ich. Ja, ja, und ich habe gestern einen Ausflug nach Lichtenberg gemacht, zu der Schule und zu der Laubenkolonie, die es ja nicht mehr gibt, aber zu dem Gelände, wo mein Vater war, und habe auch da an ihn gedacht. Und das war ganz nett. Ich bin mit Schülern, die da waren, ins Gespräch gekommen und gut, es war ein Tag vorgezogen, weil wir ja heute diese Veranstaltung hatten. Ja. Also ich habe als Kind immer Dalli Dalli geschaut und ich kann mich erinnern, wenn ich ehrlich bin, an das Quiz nicht mehr erinnern. Ich glaube, ich war zu klein, aber ich habe eigentlich nur immer gewartet, bis er springt. Das werde ich noch, wenn ich dement bin, erinnern. Und wie ist es zustande gekommen? Das ist die Chance jetzt und das ist die Frage. Ich fange mal an und dann wird Birgit übernehmen, weil wir diese Frage abschließend klären können heute Abend. Wow. Ich hatte ja schon gesagt, dass es den Wechsel gab, immer am Donnerstagabend beim ZDF zwischen Wim Tölke und Hans Rosenthal mit Dalli Dalli. Und eines Tages sagte er zu mir, wir müssen uns was einfallen lassen. Ich werde pausenlos angesprochen, immer weil der Loriot da drin ist beim Tölke und alle rufen sie mir nach, Tölke, Tölke. Wir brauchen auch irgendein Erkennungszeichen. So, wir haben alle überlegt, es hat niemand etwas gefunden. Und dann kam er eines Tages aus dem Urlaub zurück und jetzt muss Birgit weiter erzählen. Oh, das ist witzig, ja. Die Vorgeschichte kannte ich gar nicht. Ich war verheiratet und mein Mann hat immer, das ist Spitze gesagt. Und mein Vater hat sich eigentlich ein bisschen mokiert darüber, weil das noch nicht so üblich war. Der hat sich das nicht ausgedacht, aber unter seinen Freunden war das ein Spruch. Und dann hat mein Vater gesagt, hör mal, kann ich dir diesen Spruch abkaufen für einen Sechser? Damals gab es noch Sechser und gute Ideen wurden immer abgekauft. Und das hat er dann gemacht und hat das übernommen, ja. Und ab der 100. Moment, jetzt kann ich es weiter erzählen. Bitte? Ich will nur noch sagen, dass diejenigen, die es nicht kennen, ein Sechser waren 5 Pfennige. Immer wenn mein Vater eine Idee übernommen hat oder eine hatte, bekam er einen Sechser und dann konnte mein Vater es nutzen. Das kennst du ja auch noch dann. Ja, also das war also wirklich wie so ein Goldtaler, wenn man mal einen solchen Sechser bekam, weil man irgendeine Idee hatte, wo alle am Brüten waren. Also er kam zurück aus dem Urlaub und sagte, jetzt habe ich was. Und dann rief er die Runde zurück, wir waren so 6 Leute beim Rias und dann sagt er, was haltet ihr davon? Das ist Spitze. Überhaupt keine Reaktion. Aber das ist doch toll. Ja, das ist doch albern. Und dann 5-mal in der Sendung, das ist Spitze. Also ich kürze es ab. Er ließ sich davon nicht abbringen. Wochenlang. Dann fuhr er nach München. Wir fragten, wie haben denn die ZDF-Redakteure reagiert? Ja, die fanden das auch blöd. So, er hat es trotzdem durchgesetzt und als klar war, er wird sich davon nicht abbringen lassen, haben alle umgeschaltet und plötzlich wurde das zu einem Kult. Das heißt, die haben plötzlich dann angefangen, da haben sie so eine Polizeiblau-Umleuchte in der Wabendekoration untergebracht. Dann hat Heinrich Rüthmüller immer Klavier angeschlagen, wenn er sagte, das ist Spitze. Dann kam der Kameramann und sagte, wir frieren das Bild ein, wenn du oben bist, das damals noch ein aufwendiges technisches Verfahren war. Und plötzlich wurde aus diesem, ich sage jetzt mal, ungeliebten Kind, wurde das plötzlich das Erkennungszeichen. Und da war er schon jahrelang tot, da war ich bei irgendeinem Fußballspiel. Und dann schoss eine Mannschaft das Tor und dann rief dieser Stadionsprecher vor 15.000 Leuten, Sie sind der Meinung, das ist, und diese 15.000 Leute, Spitze. Und da habe ich gedacht, das würde ihm Freude machen. Und da kann ich... Mich nahm neulich eine Freundin mit zum Handball in die Max-Schmeling-Halle und da spielen ja die Füchse und sagt, du musst da unbedingt mitkommen, ich habe eine Überraschung für dich. Und ich konnte mir das gar nicht vorstellen, was da sein sollte. Und das war auch so, dass die fast bei jedem Tor der Stadionsprecher sagte, und wir sind alle der Meinung, das war, und das Stadion grölte Spitze. Und das heutzutage, wo wirklich die Jugend meinen Vater eigentlich gar nicht mehr kennt, das war wirklich auch eine Überraschung und ganz rührend. Ich denke, das ist die letzte Frage, weil die Familie muss essen gehen. Ja, es tut mir, ja, da haben wir noch, also 2 Fragen, weil danach wird gegessen. 3, mein Gott. Reden Sie schnell. 4, das wird schwierig. Keine Vorspeise.
Simmering, meine Frage fällt wahrscheinlich ein bisschen aus dem Rahmen, aber ich bin in einer Gruppe, wir werden im Anfang Juni eine Inszenierung machen zum Thema Verdrängung und hängen uns auf an Dalli Dalli und Hans Rosenthal und dann geht es um uns selbst. Er wollte eigentlich ein politischer Journalist werden. Und ich nehme schon an, dass es ihm auch ganz groß darum ging, antifaschistisches Gedankengut zu propagieren, auf seine Art und Weise. Ich habe gehört, ich habe mich noch nicht richtig beschäftigen können damit, weil wir erst angefangen haben vor kurzem, dass er zum Beispiel das Franco-Regime unterstützt hat. Stimmt das? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Stimmt das nicht, dann hat sich die Frage vielleicht erledigt. Nein. Und noch andere, ja, dann hat sich das wahrscheinlich, aber mich beschäftigt irgendwie schon mich würde das auch beschäftigen. Gewisse Oberflächlichkeit, die in aber vielen ich kann da ist. Ihnen was Tolles sagen. Er hat eine Stiftung gegründet und das musst du, ja, und diese Stiftung ist für mich deshalb so schön, weil sie heißt für die unverschuldet in Not geratene Menschen, ja. Unverschuldet in Not geratene Menschen. Und das ist was Besonderes, weil in Not geraten tun viele, aber unverschuldet in Not geraten. Also, und die Stiftung gibt es immer noch. Und das finde ich noch viel besser als Franco-Regime. So, bitteschön. Ja, Sie und dann Hauptspeise. Ja. Hallo, mein Name ist Carsten Wette. Ich bin ein riesengroßer Fan gewesen als Kind. Und wenn Sie teilen wollen, würde ich gerne, wenn Sie das sagen wollen, was Ihre jeweilige Lieblingserinnerung ist. Wenn Sie das teilen wollen. Ich fange an. Ja, fang mal an, dann kann ich noch ein bisschen überlegen. Du musst auch noch ein Quiz zum Abschluss. Mach dich frisch, Das ganz auch noch. leicht. Meine Lieblingserinnerung ist die, wir hatten ein kleines Segelboot, also so klein auch nicht 7 Meter, aber es ist jetzt nicht besonders lang. Und er hatte eine Veranstaltung in Friedrichstadt, war das, glaube ich, oben an der Nordsee, Samstagstreff im ZDF. Und ich habe gesagt, ich hole ihn mit dem Segelboot ab und wir fahren zusammen zurück nach Föhr. Das habe ich auch getan. In Pellworm liefen wir auf. Da ging auch kein Weiterkommen. Es ebbte. Und wir haben die gesamte Nacht zu zweit dort verbracht. Wir haben noch so ein Radio da gehabt, wo wir über Norddeich Radio konnten alle Leute anrufen und sagen, dass er heute Abend leider nicht meckern und keine Zeit hatten, keine Telefonate weiterführen kann. Und wir haben die ganze Nacht über gequatscht, über Gott und die Welt. Und das war sehr, sehr schön. Schlafen konnte man nicht, weil das Schiff, das Boot ja so quer lag. Und egal, wo man sich hinlegte, das funktionierte nicht richtig. So schön. Ich muss mich ausklinken. Ich kann das so schnell nicht irgendwie was quantifizieren oder qualifizieren, was jetzt die schönste Erinnerung ist. Tut mir leid. Zweitschönste geht auch, aber Mir geht es ähnlich wie Birgit, aber ich möchte mal 2 Dinge zusammenfassen. Wir haben ja damals mehr Zeit gehabt. Heutzutage ist es ja manchmal bei Veranstaltungen so, dass die Ersten schon abgereist sind, die auf der Bühne auftreten, wenn die Letzten noch gar nicht gekommen sind. Und damals, Dalli Dalli, begann immer, indem wir von Berlin nach München oder Wien flogen am Sonntag und am Donnerstagabend war dann die Fernsehsendung. Und bei Allein gegen alle zum Beispiel sind wir immer am Donnerstag angereist und am Sonnabendabend war dann diese Live-Sendung, die damals im Hörfunk 1 bis 3 Millionen Zuhörer brachte. Und davor waren immer Proben, weil Hans Rosenthal sagte, bei mir gibt es kein Playback-Singen, sondern alles ist live. Und wenn dann am Freitagmorgen die Proben waren, und da kamen auch im Hörfunk ja schon namhafte Leute, von Udo Jürgens bis Peter Maffay, Opernsänger und so weiter. Und diese Proben oft mit einer Big Band, also Alfred Hause beim NDR oder Werner Müller beim WDR oder Erwin Lehn beim Süddeutschen Rundfunk. Das zog sich manchmal über 2 Stunden hin. Das war vollkommen entspannt, da wurden Witze erzählt, aber es war präzise und er verlangte immer, Playback gibt's nicht und versucht die Titel auf 3 Minuten runterzuziehen. Das war etwas, mit dem er eigentlich seiner Zeit voraus war. Dass es damals schon präzise ging. Reporter durften 30 Sekunden bei einer Meldung Allein gegen alle Außenrunde oder so etwas sein. Und dementsprechend waren diese Proben
bei denen man sich unterhielt, bei denen man diesen Weltstars zum Teil nahe kam, auf gleicher Augenhöhe und mit viel Spaß, wo er also richtig mit Spaß dabei war. Das sind Erinnerungen, die möchte ich nicht missen. Sehr schön. Dazu muss ich aber noch mal eins erzählen. Mit den 3 Minuten. Es gab ja Heinrich Riethmüller, der mit Vater eng zusammenarbeitete und tolle Texte schrieb. Zum Beispiel das Dschungelbuch, alle deutschen Texte waren von Heinrich Riethmüller. Und Heinrich Riethmüller hatte was gemacht, einen Text und eine Musik für Dalli und spielt die Hans vor. Und Hans sagt, ich bin so begeistert. Und Heinrich sagte mir, und jetzt dachte ich, wird er mich loben, was für ein toller Text das war. Und er sagt, genau 3 Minuten kann man loben. Okay, eine letzte Frage. Bitte schön. Ah nein, Sie waren 2, ja. Keine Frage. Ja. Wenn ich das Bild von Hans Rosenthal sehe, ich bin ja 1944 in den Bombenangriffen Berlin-Schöneberg geboren und dann nach Rügen als Baby gebracht worden. Ich fand das so toll, wie er das gemacht hat. Und das mit dem Spitze, ich bin nach Berlin dann wieder zurückgekommen, das war für uns Kinder sensationell. Und wissen Sie, was ich bin ja in den pädagogischen Beruf gegangen, ich habe den Kindern oft gesagt, das ist Spitze. Dann habe ich denen erklärt, woher das kommt. Und ich fand das toll. Spitze, es war wirklich Spitze, was er in seiner Liebe und in seiner Menschlichkeit gemacht hat. Dankeschön. Vielen Dank, ja. Dankeschön. Die Dame vorne noch. Und dann schließen wir. Hallo, ich bin Sophie Pastor Sternfeld. Ich würde mich mal interessieren, wie war das damals in den 70er, 80er Jahren eigentlich mit dem Antisemitismus? Hat man da eigentlich wirklich was mitbekommen? War das sehr bedrohlich oder doch eher im Hintergrund? Hat man das auch als Kind mitbekommen oder wie hat sich das angefühlt? Ist das irgendwie durchgedrungen zu euch oder hat er das so ein bisschen abgeschirmt? Also privat, zu mir zumindest ist es nicht durchgedrungen, aber wir waren auch nicht so eine besonders religiöse Familie. Es war aber so, dass es durchaus zu den öffentlichen Veranstaltungen wohl mal Bedrohungen gab, wo auch erwogen wurde, das abzusagen oder sowas, weil ja, davor irgendwelche Drohbriefe gekommen waren. Das gab es schon und mein Vater hatte ja auch, was da vorhin gezeigt wurde, gesammelt, was so an Zuschriften kam, antisemitisch und in manchen Zeitungen stand auch irgendwas drin. Aber ich muss sagen, mir als Kind war das nicht so besonders bewusst. Ja, das sehe ich auch so, dass uns selbst gegenüber ist derartiges kaum, ich kann mich an eine Sache erinnern, aber ansonsten nichts geäußert worden. Aber Vater hat schon einiges bekommen. Es gab ja auch beim ZDF, wenn jemand während einer Sendung anruft, dann wird es notiert und was der von sich gibt. Und was die Leute teilweise von sich gegeben haben und mit Namen und Anschrift, war schon sehr unsäglich. Das hat er auch bekommen und hat er auch gelesen. Und auch ich weiß, dass ein früherer Vorsitzender von Hertha BSC ihm Schreiben geschickt hat, die ich auch unter antisemitisch verbuchen würde. Ich kann noch was zu den Sendungen sagen. Mit der Post, das war längst keine Welle. Es waren immer einzelne Briefe und man staunt ja, was Leute abschicken unter voller Namensnennung. Es ist unfassbar, was da an Beleidigungen war und an Unterstellungen. Aber man kann, ich verrate jetzt mal hier ein Geheimnis, es kam hin und wieder mal vor bei öffentlichen Veranstaltungen, dass wir eine Bombendrohung hatten. Also ich erinnere mich zum Beispiel, wenn in Unterföhring dann 2 Polizisten mit Schäferhund dann vorher nachmittags durch die Reihen gingen und dann diese Hunde dann geschnüffelt haben. Und er sagte dann dazu, wir dürfen das niemals bekannt werden lassen, weil dann sofort die Trittbrettfahrer auf den Plan gerufen werden. Dann können wir im Grunde überhaupt keine Veranstaltung mehr machen. Es wird sich immer irgendwo ein Verrückter finden, der solche Drohung ausspricht, der anruft und Ähnliches. Und er hatte dann auch Absprachen mit der Polizei, sodass also diese Drohung durchaus ernst genommen wurde. Aber dass diese, ich nenne es mal falschen Drohungen, Anführungszeichen doppelt falsch in beiden Sinne, dass das nicht zum Tragen kam und dass das vor allen Dingen, was ich weiß heute, ob das überhaupt noch geheim zu halten wäre, dass das überhaupt nicht zum Tragen kam und dass diese Veranstaltungen stattgefunden haben. Dankeschön. Also du musst noch mal ran, Birgit.
weil, also jetzt was ganz Einfaches. Wo ist es? Hier, Moment. Wird die Fallhöhe umso größer, ja. Nein, nein. Vater sagte immer, einfach ist das, was man weiß und schwierig ist das, was man nicht weiß. Genau, aber insofern ist das mit dem, was das einfach ist wirklich nicht, einfach und da wird auch die Er hat Menge... auch, wenn ich helfen. die Kritik anmelden darf, er hatte immer ein Herz für die Kandidaten. Ich habe wirklich eine große Bewunderung für Birgit, weil sie hat mir erzählt, dass sie abends hingeht. Ich habe Mario Fessler angerufen. Oh, ja. Und schöne Grüße. Er sagt, die weiß alles, das wird hart. Also, wie lauten die berühmten letzten Worte von Hamlet in Shakespeares gleichnamigen Stück? Hamlet haucht. Der Rest ist Schweigen. Na bitte. So. Meine Damen und Herren, ich würde es gern mal einmal hören. Sie sind der Meinung, das war? Dankeschön. Gerd Rosenthal, Birgit Hoffmann und Reinhard Stein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hast du sehr schön gemacht. Danke. Dankeschön. Ich empfehle es. Dankeschön. Dankeschön.